Hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin Jens, ich bin Psychotherapeut für Gestalttherapie und Sabchen-Lehrer. Ich lebe zusammen mit Heidrun, meiner Frau, und der meist schlecht gelaunten Katze Tracy in Graz. Und ich sitze gerade in meinem Sabchen-Häuschen, das mitten auf dem Grundstück im Garten steht. Und ich mag dir in diesem Video über Sabchen erzählen. Sabchen ist eine unglaublich tolle Sache, mit denen wir die Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir empfinden, regulieren können und unseren Stimmungen und Gefühlen und Gedanken dadurch nicht hilflos ausgeliefert sind. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich mag dir am Anfang noch erzählen, wie ich zu Sabchen gekommen bin und wie ich das schließlich entdeckt habe. Ich bin 1961 in eine Familie von zwei vom Zweiten Weltkrieg schwer traumatisierten Eltern hineingeboren. Meine Mutter war ziemlich depressiv und hat all ihre Lebendigkeit und ihre Liebe nach innen verborgen. Und außen war davon kaum was zu spüren. Und mein Vater, der hat sich gerüstet und hart gemacht. Und genau so hat er mich mit Härte, Zynismus und Verachtung erzogen. Und das hatte ziemlich fette Folgen, weil es kam im Verlauf zu vielen, vielen persönlichen Krisen und zu körperlichen Erkrankungen. Aber ich bin noch hier, ich bin dran nicht gestorben. Geholfen hat mir immer meine Widerstandskraft, weil ich mir immer gedacht habe, ihr kriegt mich nicht klein. Und das andere war die Neugierde und die Frage, was soll das Ganze? Und das hat zu einer langen Forschungsreise geführt, die angefangen hat in der Stadtbibliothek, in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Und als ich dann in die Universitätsstadt kam, gab es natürlich andere Buchläden und viel mehr Menschen, die mir helfen konnten, auch wenn es das Internet noch längst nicht gab. Als ich dann Mitte 20 war, habe ich irgendwann erschaudernd entdeckt, dass die schlimmsten Eigenschaften meines Vaters, die ich am allerschlimmsten fand, dass die angefangen haben in mir zu keimen. Und ich habe mich so geschämt. Und das hat im Verlauf der nächsten Jahre dazu geführt, dass ich angefangen habe, Selbsterfahrungskurse zu besuchen, die meistens am Wochenende waren, neben dem Beruf her. Und am Sonntag bin ich dann völlig glücklich von diesen Selbsterfahrungsgruppen weggefahren und am Montag begann dann der schreckliche, schnöde Alltag wieder. Also das war noch nichts Beständiges, aber das war auch ein Beginn, mich selber besser kennenzulernen und auch einen ehrlicheren Spiegel zu bekommen, als ich im Alltag hatte. Und eine meiner Mitarbeiterinnen, die hat mich dann mit der Gestalttherapie in Kontakt gebracht und hat mich überredet, eine Psychotherapie zu beginnen. Und nach einer Weile Psychotherapie habe ich festgestellt, das macht mir richtig Spaß. Ich habe dann auch irgendwann, ich war jammerdepressiv, ich habe dann irgendwann aufgehört, so viel rumzujammern und habe festgestellt, mit dem ganzen Leid, was ich erlebe, da habe ich ja selbst was mit zu tun. Irgendwie wird mir das nicht nur zugefügt, sondern da mache ich auch ganz schön selber mit. Und dann wurde ich eingeladen und freundlich überzeugt, eine Ausbildung zum Gestalttherapeuten zu machen. Und da ging die Reise dann erst richtig los. Und aus der Gestalttherapie heraus habe ich irgendwann die Körpertherapie kennengelernt. Mein wichtigster Gestaltlehrer hat mich mit tibetischer Körperarbeit in Kontakt gebracht und hat mich eingeladen, dass ich das regelmäßig und kontinuierlich übe. Und das hat sich als was Großartiges herausgestellt, weil die Gestalt-Selbsterfahrung ergänzt sich wunderbar gegenseitig mit der tibetischen Körperarbeit. Und nach 15 Jahren Praxis damit habe ich irgendwann 2008 in Bad Gleichenberg zusammen mit meiner Frau Heidrun einen Workshop gebucht, der Sabchen Somatics hieß. Und so hat mich Sabchen entdeckt. Und diese beiden wundervollen Lehrerinnen, die uns damals unterrichtet haben, denen sind wir dann hinterhergereist für einige Jahre, bis wir dann irgendwann auf Julie Henderson selbst gestoßen sind. Und
Das ist aber eine neue Geschichte. Die erzähle ich euch gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Und jetzt kommen wir endlich zu Subgen Somatics. Subgen Somatics wurde von Julie Henderson ins Leben gerufen. Julie Henderson ist eine außerordentlich begabte Amerikanerin, die ein großes Talent für Sprache, für Eloquenz, für Schriftstellerei, für Psychotherapie, für Körpertherapien, für Tantra, aber auch als Lehrerin hat und hatte. Julie Henderson ist inzwischen 83 Jahre alt, hat sich aus der aktiven Lehrerschaft zurückgezogen und lebt mit ihrer Katze Loka und einem ihrer fortgeschrittenen Schüler zusammen in einem Haus mitten in einem Eichenwald am Rande von Napa in Kalifornien. Julie Henderson hat von ihren begabten Eltern ganz bestimmt sehr viel mitgenommen. Aber ihre eigentliche Erwachsenensozialisation, die hat dann in Berkeley begonnen. Berkeley in der großen politischen Zeit des Aufbruchs, müsst ihr euch vorstellen, wo die Frauenbewegung war, wo die ganze Zeit protestiert wurde gegen die verrückten Sachen, die damals die Amerikaner gemacht haben. Und da hat sich Julie emanzipiert. Sie hat aufgehört, ein braves Mädchen zu sein. Sie war Teil der sexuellen Revolution der Frauen. Und sie hat in dieser Zeit ihre wichtigsten körper- und psychotherapeutischen Lehrer kennengelernt. Unter anderem Milton Erickson und dann auch ihren ersten tibetischen Lehrer, der, glaube ich, Tatang Tulku hieß. Julie ist dann schon als Lehrerin auf Reisen gegangen und hat in Australien weitere tibetische Lehrer kennengelernt, von denen sie gelernt und mit denen sie geübt hat. Und diese Lehrer haben irgendwann, weil sie eben auch ein ganz großes spirituelles Talent hat, zu ihr gesagt, du bist jetzt soweit, wir machen dich zu einer Lama, damit du im Westen den Menschen das beibringst, was wir dich gelehrt haben. Und dann hat die Julie gesagt, Leute, ich bin keine tibetische Lama, ich bin eine Amerikanerin. Ich kann nicht das leugnen, was ich Jahrzehnte vorher gelernt habe. Und in diesem Prozess haben die tibetischen Lehrer dann gesagt, okay, dann mach eine Vermählung zwischen dem, was wir dir beigebracht haben und was du in Amerika gelernt hast und sonst wo im Westen. Und daraus ist der Name Subgen entstanden, weil Subgen kann man ungefähr übersetzen, das heißt so ähnlich wie auf eine freche und freundliche Art und Weise über die Grenzen hinausgehen. Das ist was man eigentlich so nicht macht. Und Somatics, Subgen Somatics heißt, Somatics bedeutet, dass wir es mit einem Körper zu tun haben, der intelligent, präsent, wach und bewusst ist, auf seine eigene Art und Weise. So, das mal zu Julie. Und was ist überhaupt Subgen? Also das Erste, was mir wirklich einfällt und was für mich herausragt, ist, dass Subgen von einer Frau in die Welt gerufen wurde. Und der Unterschied zu den ganzen anderen Verfahren, die ich kenne, die von Männern in die Welt gerufen wurden, ist, dass Subgen völlig anstrengungsfrei ist. Man geht nur an den Rand der Anstrengung hin und nicht rein. Ganz viele von euch haben bestimmt mal Yoga gemacht oder Bioenergetik oder Kampfkünste oder getanzt. Alles ist auch mit Anstrengung und Mühe verbunden. Das finden wir im Subgen nicht. Man darf bei Subgen auch jederzeit Nein sagen und das Nein feiern. Was zusätzlich noch dazu kommt, was mich so begeistert, ist, dass Subgen immer freundlich ist. Also wir sind immer eingeladen, Freundlichkeit in uns selbst hineinzubringen, in all unsere Körperregionen, in unseren Geist. Die Julie hat als profunde Kennerin aller fühlenden Wesen, wir Menschen gehören damit dazu, herausgefunden, wie die sich regulieren, wenn sie in stürmische Gewässer geraten. Stress, Angst,
Sorgen, Wut, Trauer, die regulieren sich alle über den Körper, indem sie die Stimme benutzen, den Atem und Bewegung. Und wir Menschen haben das meistens, fast alle von uns, völlig verlernt, weil wir erzogen und sozialisiert wurden, still zu sitzen, kaum noch zu atmen, die Klappe zu halten und so weiter. All diese Beobachtungen, wie man sich über den Körper in Richtung Wohlbefinden regulieren kann, hat die Julie gesammelt, in Übungen verwandelt und dann mit tibetischen Körperübungen verbunden, und so ist nach und nach die Schatzkiste von Sabchen Somatics entstanden. Und die Übungen sind spielerisch und einfach und leicht. Und wenn du ein skeptischer Geist bist, kann es sein, dass du denkst, das kann doch gar nicht wirken. Aber das tun diese Sabchen-Übungen, vor allem wenn man die öfter praktiziert und übt. Ich habe ganz viel über mich, über Julie und über Sabchen erzählt, und ich habe bei dem Erzählen völlig vergessen, Tony Richardson zu erwähnen und ihm zu danken, weil der hat ganz viel zu Sabchen beigetragen, so wie Sabchen heute ist. Und er ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensgefährte und Begleiter von Julie Henderson. Danke, Toni. Warum sitze ich überhaupt hier und warum nehmen wir diese Videos auf? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich dazu was sage. Die Julie, die hat ganz viele schriftliche Sachen hinterlassen. Die hat Bücher geschrieben. Unter anderem hat sie dieses ganz tolle Buch geschrieben, das heißt Embody Wellbeing. Da sind all die Übungen drin, die in dem Video auch vorkommen, und noch viele Übungen mehr. Julie hat noch mehr Bücher geschrieben. Und eine Kollegin von mir hat auch ein Sabchen-Praxisbuch geschrieben. Das findet alles in der analogen Welt statt, aber über Sabchen gibt es im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Dingen bis jetzt noch fast gar nichts in der digitalen Welt. Ich glaube, das wird Zeit, dass Sabchen auch in der digitalen Welt Spuren hinterlässt, weil zum Beispiel du das dadurch sehen kannst und vielleicht ein klein bisschen von der Idee von Wohlbefinden angesteckt wirst. Und das würde mich total freuen. Deswegen sitze ich hier und nehme die Videos auf. Also ich zeige dir in diesen Videos einen ganz kleinen, großen Haufen von Sabchen-Übungen. Und ich lade dich auch jeweils ein, die mit mir zu üben. Und sollte das tatsächlich so sein, was ich sehr hoffe, dass die dir gefallen, und du ein bisschen angesteckt bist, weil du merkst, oh, das tut mir gut, dann bitte ich dich, dass du dir eine Lehrerin oder einen Lehrer suchst und gemeinsam mit ihr oder ihm übst. Würdest du Geige lernen, bräuchtest du vermutlich, es sei denn, du bist ein Universalgenie, auch eine Lehrerin oder einen Lehrer. Und all die Lehrerinnen und Lehrer, die findest du auf den Homepages. Die gibt es bei uns auch schon, also wir sind doch schon ein bisschen digital. Die heißen sabchen.de, und wenn du mich direkt suchen möchtest, ist das sabchen.at. Ja? Okay, ich danke dir.